Moin Leute, ich weiß nicht, ob ihr was hören könnt, ob ihr was sehen könnt. Ich habe hier starke Internetprobleme. Ich versuche es trotzdem mal spontan, mal sehen, ob es funktioniert. Wenn nicht, müssen wir abbrechen, entschuldigt. Ich habe das jetzt nicht geplant, es ist spontan. It was used to capture the spectacular visuals in blockbusters like Top Gun 2 Maverick. Sony's FR7 Cinemaline camera opens creative possibilities in studio live production and filmmaking settings with its versatile remote control. Virtual production is another field we are strengthening to support creators. In addition to Sony Innovation Studios, we acquired Pixemondo in October last year, giving us the ability to deliver an end-to-end virtual production solution. We are also working with Epic Games. Their Unreal Engine powers real-time rendering of virtual production. In our field division, we continue to bring to life fascinating Kommt bei euch stories. was an? We are Sagt mal Bescheid bitte. proud of films Eigentlich sind die Anzeigen jetzt hier okay. that introduce diverse voices and perspectives to audiences. To talk more about harnessing the potential of various creators, here is President of TriStar, Nicole Brown. At TriStar Pictures, we want to create incredible cinematic experiences. Ones that are noisy, original, director-driven, and culturally relevant. And also a lot of fun. Everything about The Woman King is awesome. And that speaks to exactly what TriStar and Sony want to do. The characters in the script were so moving and powerful, and the action that the script painted was so thrilling and exciting from a visual point of view and a landscape point of view, but also from an emotional point of view. And the opportunity to have fresh perspectives tell great Hollywood stories is so refreshing, so exciting, and clearly the audiences respond. Another film is I Want to Dance with Somebody, our musical biopic of the Whitney Houston story. Unlike some of the other smaller stories that have been told about her life, this is a real... Noch scheint nicht viel Interessantes los zu sein. Oh Mann, ey. Um mich herum ist halt auch sehr viel Noise hier. Ich hoffe, das geht alles. Creating a sonic experience so you feel like you're in the room as the legend Whitney Houston is singing to just you. We've really been collecting filmmakers who are dedicated to the big screen, who want to celebrate cinema, and who have something unique to say and show. And that is a beautiful thing, and I can't wait to tell more stories. We also continue to explore the potential of our best-loved video game IPs as they move from the PlayStation platform to the screen. The Last of Us premieres Sunday, January 15 on HBO and HBO Max. Twisted Metal and God of War are being adapted for television as well. Now I'd like to talk about the racing game that created the generation of driving enthusiasts and even professional drivers, Gran Turismo. So let's hear from GT creator Kazunori Yamauchi. グランツーリスモシリーズのクリエイター、山内和則です。グランツーリスモの歴史というのは、常に、美しさを追求してきた歴史だと思っています。で、その美しさって何かというと、もちろん車の美しさはあります。それから景観の美しさ、音だとか音楽の美しさ、そして光の美しさですね。それから、ドライビングもそこにも美しさがあります。
ソニーという会社はグループは、最高のテクノロジーを持っているだけでなく、最高の企業文化を持っていると思っていて、それはどういうことかというと、例えば僕らがビデオゲームを作る上でソニーが持っている、So, ich erlaube mir mal, den jungen Mann hier stumm zu schalten. Es sind ja Untertitel. Und begrüße euch. Hi. Ich habe mich entschlossen, das jetzt doch spontan zu machen. Es ist keine einfache Geschichte, wenn man nicht weiß, ob man stabiles Internet hat. Momentan läuft ja aber alles. Also ich hoffe, wir bleiben dran. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert. Keiner von uns weiß, ob sie heute noch was Interessantes sagen. Das wäre jetzt ein guter Moment, wo er sagen könnte, VR ist mit drin. Eieiei. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben gerade gefrühstückt. Ich sehe, ein paar sind da. Hi Fischvogel, hi Firewall, Profi, hi Rob Scotch, hi Volker, hi Melodias. Frank Sound ist da, der Sven Lauber, der Schocki ist auch am Start. Und die Nacktsnegge? Regnet es? Nee, es regnet nicht, aber hinter uns ist so ein Teich, wo ständig Wasserzeug ist. Deswegen, hier sind immer irgendwelche Naturgeräusche. Ja, hi Gizmondo Fist, hi Snake One. Mr. Fox. Stream kann ich leider nur so laut machen, wie er eben schon war, glaube ich. Aber versuche ich gleich nochmal lauter. Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ich wollte es nicht machen, um nicht den Stress zu haben, nicht zu wissen, ob es technisch funktioniert. Aber jetzt schalten wir mal rum. Das ist das Lauteste, was ich hinbekomme. So it made sense to bring the story to the big screen. To talk about the film, please welcome Sanford, Assad, and director Neil Blomkamp. Ist das ein Witz? Sie machen einen Gran Turismo-Film? Das ist ein Witz, oder? Unfassbar. Thank you, Yoshida-san. It's great to be here. Sony Pictures Entertainment has more than 10 projects in development and production with PlayStation Productions between the film and television groups. With Uncharted surpassing 400 million at the global box office, Es geht um einen we're pretty Uncharted-Film. energized about where the genre is heading. And now we've got an incredible action-adventure based on Gran Turismo, which we've been working on with our partners at PlayStation Productions. Assad, tell us. Yeah, no, well, first of all, it's been an absolute pleasure partnering with our sister company at Sony Pictures. So we're excited about what's in store for Gran Turismo, which is hitting theaters this summer. It's a property that revolutionized the racing game genre by simulating the most authentic driving experience. Visionary filmmaker, Oh, warte. just pushing the boundaries of big screen movie making with state-of-the-art technology, making the Neil Blomkamp ist nämlich tatsächlich ein fantastischer Typ, ja. Der hat District 9 gemacht und Elysium. Also das ist ein extrem geiler Regisseur. Aber ein Film über Gran Turismo? Was für ein Bullshit. Da stecken die Geld rein. Oh Mann, ey. Oh, tut mir Ultimate leid. wish fulfillment tale, how a teenage Gran Turismo player went from a gamer who's playing in his basement with his parents and becoming a real-life professional race car driver. And it's a story that revolutionized the racing world. And we're absolutely thrilled at PlayStation that someone like Neil, as talented as Neil, came aboard to direct. we all were. Neil, thank you for being here. I know you literally flew in straight from the set. We just finished shooting just the other day. So can you talk briefly about what it was like for you adapting this big IP? Well, I mean, the thing that was immediately captivating about it was the fact that for someone who's as interested in video games as I am, to read a script that was a true story that organically connected straight into the video game. The character was a real person, it was a super emotional story, and the game itself is interwoven in a way that I couldn't believe. And then the second thing was just that I love cars, and it was this opportunity to shoot like high adrenaline car photography in a way that really excited me. So I just, I needed to sign on. And from what we've seen so far, you've really done just that. And what's cool is that Sony Technologies
really were very supportive of the film in terms of providing technology. Tell us about using that technology in the film. Well, I mean, there were, the main thing really that was a huge benefit to us was, the Sony Venice 2 camera has a detachable sensor, which is it's called the Rialto, and we used the Rialtos all over the inside of the cars in the cockpits, in spaces that typically you could never get an IMAX resolution sensor into those kinds of spaces. So the Le Mans prototype cars that we were filming in the third act in the film have a tiny cockpit, and we needed to be able to shoot left to right, right to left for race footage, and then neutral all right up with the actor. So we had these tiny sensor blocks in there with small lenses right by the actor, and then all of the cables running back to the bodies. Ja, ist die Frage. Sie lassen sich ja gut Zeit jetzt hier mit dem Thema. And then for exterior photography, you can get into places and position them because they're so light in places that we could actually simulate the Gran Turismo angles, like the famous grill angle when you're racing, the POV angle inside the car, which again, because of confined spaces, you can do normally. And then finally, the third-person POV behind the car. We had a tiny Rialto camera on an arm that gave us a POV that was, highly unusual. Well, I know from seeing the dailies, it looks pretty extraordinary, and we're really excited. So, Assad, I know from making Uncharted together that PlayStation has some unique considerations when adapting. Es wäre sehr witzig, wenn sie doch nichts über die VR2 sagen. Oh mein Gott. A little bit about that. No, absolutely. It's a great question. So when we look at adapting game IP to the big screen, we carefully consider how do we appeal to both long-term fans of the games and newcomers. And so we balanced that with Uncharted, and I think we were very successful and very excited about that. And now with Gran Turismo, we feel it has all the elements to do that as well. It has this incredible, compelling true story. It has this on-screen experience that elicits the same emotional ride that gaming gives you and also racing gives you. And for PlayStation, we really wanted the spirit and the energy of the game to be captured. And again, Neil was the perfect filmmaker to do that. And also a fan of the game, which helps. Massive fan of the game. That's right. Agreed. We all were thrilled. And we're also really excited that the world is going to get to see the film when it releases worldwide on August 11th. But today, we're going to debut, for the first time ever, a little sneak peek on the film. Ey. We're thrilled to show it to you. Zeigt uns VR-Einbindung, keinen blöden Film, Leute. Hey everyone, we are so excited to tell you about our movie Gran Turismo. Oh nein, der Schauspieler. It's made for the cinema. It's a Sony PlayStation partnership. It doesn't get any better than this. It's a movie based on a true life story. With heart-pounding action, drama, it's a love story. And it's badass nein. race car action. that you're gonna Der feel Cast ist ja auch like you're unfassbar. in the Oh middle of. Gott. Body vibrating sound. The audience is going to feel every jolt, every thrill of this racing at 200 miles per hour. We're excited to share Gran Turismo with you exclusively in theaters. Diesen jungen Herren da, kennt ihr den aus der Apple Recy? Der andere ist aus... The power of an iconic game to Oh, connect oh with Gott, audiences. verrückt. Not just on the PlayStation platform, but also in the real world. From live game play to shared experience in theaters, we know that audience value live events. So we want to broaden how audiences experience live events by making immersive experiences possible, even if you are not physically present. A concert venue may only hold a limited number of fans, but the virtual world is open to everyone. So recently we talked to creators about how they envision the evolution of entertainment experiences in the virtual world. And here's what they said. Ist es das jetzt oder was? Games. So when you create a game, you are creating a whole universe. Especially for Haven, we get to create a brand new franchise, so we're reimagining everything. The exciting thing about live service games and what we're really passionate about
is growing a really healthy community and evolving a game and a universe alongside that community. It's not Der just Cast a ist halt dev einfach team ulkig, ja. coming up with our Lauter Typen, die man ideas and aus the way we see the universe, but really leaving Serien, space to co-create so and unterschiedlichen evolve Serien that kennt. universe Es ist einfach with witzig. the people who will spend their time in it, Und der ultimately, the junge players Typ that we're da, creating it for. der war halt in C total nervig, ja, seine total nervige Figur. Bungie. That you just put on a shelf and it stays the same. A game is a moment in time that is constantly Irgendwas von in VR von Bungie wäre natürlich auch der Hammer, ne? To really think about with development Aber is ich that glaube it's a nicht dran. two-way conversation. It's always about a back and forth where we're almost building the game jointly with our community. It's not just our ideas, it's their ideas because they own Nach der the Gares. experience. Ich mache nur eine Zusammenfassung, wenn noch was passiert, ne? Schon klar. So, wir haben noch 11 Minuten. In the virtual world is that fans can actually come on stage with me and run around and interact in a way that they can't do in real life. You know, it brings a whole new dynamic to the experience. Me and my team are always thinking of new ideas and cool ways to work in the virtual world. I'm in a very creative space right now and I'm working hard on a lot of music, and all this new immersive technology gives me the opportunity to really be creative and have fun with that. Nein. One of the most exciting aspects of this collaboration between Sony and Manchester City is that it's at the intersection of sports, technology, and entertainment. We believe the lines are getting blurred between these three worlds. In terms of value that this proof of concept should deliver is learning what fans are expecting from us in the future. Ways of interacting with the game, ways to explore new spaces virtually, ways to engage with each other beyond their own personalities. So learning is probably one of the most exciting parts of the project. We want the fans who cannot join the stadium to experience the atmosphere and to share the excitement and enthusiasm of the match with fans around the world. We are creating a prototype that produces the match highlights and allows you to enjoy it from the player's perspective and from various positions. The avatars of players, 3D images, and other expression unique to the metaverse will make it possible to communicate with players in a new way. I think we can expand the live experience that has only been available in real stadiums to a virtual space by combining Manchester City's knowledge of football and fan community management with Sony expertise in technology and entertainment. We can't wait to share this to the fans. Dann share mal. Wir sind hier, wir wollen es hören, Leute. Ich glaube, das ist gerade nur so flat Metaverse-Versuch-Kram. Ich weiß nicht. And connects them with the physical world in exciting ways. Sports is the ultimate live experience. In sports, virtual fan engagement is driving the creation of global online fan community. People can gather to interact with other fans as well as a team and establish new levels of connection with global sports teams such as Manchester City Football Club. Hawkeye, a Sony Group company, provides new and exciting angles to view live competitions that will revolutionize how we watch and officiate sports. This data can also be used to recreate the gameplay in a virtual stadium. Beyond sports, Das ist ein Bullshit, ey. which we recently acquired, will further strengthen delivery of sports directly to fans with its AI-based data analysis and visualization technology. 23 Minuten sind um. Falls Sie wirklich nur eine halbe Stunde machen. Delivers an immersive 3D optical experience and expands the potential of the real and virtual world by providing an experience that feels physical. Oh nein, Leute, Sie haben da irgendeinen For albernen... creators to have a more dynamic virtual presence with ease,
our Es geht nicht um die sensor-based PSVR motion 2, capture wohlgemerkt, system ne? can be used. Mokopi enables creators to express themselves with a high degree of freedom. PlayStation VR 2 takes Jetzt. users into a new era of virtual gameplay that is highly interactive and immersive. Warum, dieses Mokopi, warum verbinden Sie das nicht mit der PSVR 2? Das ist so merkwürdig Please alles. welcome the president of Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Thanks, Yoshida-san. It's great to be here at CES again. Next month, PlayStation VR 2 launches a new generation of virtual reality experiences that enable players to feel a greater sense of presence and escape into worlds like never before. The launch lineup for PSVR 2 will take VR gaming to new heights. More than 30 games are currently on track for the launch window, including much-loved franchises with Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky, and Resident Evil Village. These games showcase PSVR 2's ability to immerse players and to captivate their senses in new ways, leveraging the hardware's next-gen sensory features and the power of PlayStation 5. Today, I'm excited to announce that one of our most storied franchises will be coming to PSVR 2 at launch. Gran Turismo, a game which has sold more copies across the series than any other title developed by PlayStation Studios. Okay, das ist GT7 gut. launched last year to critical acclaim, and through a free upgrade, PSVR 2 players will be able to experience the game. Das ist eine große Sache, Leute, das ist gut. Jetzt noch einen, bitte. PSVR 2 launches globally on February 22nd. Diese Idioten, warum warten Sie bis zum Schluss damit, ey? And that's just the beginning. I'm happy to announce that one of the VR games that defines the medium is in development for PSVR 2. Beat Saber, the award-winning and best-selling VR rhythm game. Alter, ich dachte, er meint jetzt Alex, um Gottes Willen. Okay, Beat Saber ist nett, ist nett. Ja, ist gut. Noch mehr, Baby. PSVR 2 Hau raus. is just the latest example of innovation from PlayStation. Ich hasse es nicht, We're Leute. always challenging ourselves to create new play experiences for our community of gamers around the world. As that community continues to grow with new players, it's our mission to make those experiences accessible to all gamers, regardless of their physical ability. Today, I'm thrilled to announce our next step in the journey to make gaming more accessible, Project Leonardo. Our codename for a new PS5 accessibility controller kit that will allow players with disabilities to play more easily, more comfortably, Okay. and for longer periods. Okay, ich glaube, wir sind fertig mit PSVR 2. Leonardo is highly customizable, thank you, and works out of the box, Okay. providing a robust kit of swappable components and a suite of software options on PS5. Okay, das ist aber nett, ne? Also ein modularer Controller für Leute mit Disabilities. Ist cool. Craft their own play experience. It can be used as a standalone controller, or paired with a second Project Leonardo controller or a DualSense wireless controller. We'd like to thank wonderful organizations like Able Gamers, Special Effects, StackUp, and several other accessibility experts who are supporting us Und on Beat this Saber. Aber es ist auch gut, Beat Saber ist auch gut. Also, dass es da ist, ist wichtig, ja. Ist gut. Sitting at the heart of all this innovation is PS5. Ja, aber das war's. PSVR 2 ist fertig. Support and patience of the PlayStation community as we managed unprecedented demand amid global challenges over the past 2 years. PS5 supply improved towards the end of last year, and I'm happy to share that December was the biggest month ever for PS5 console sales, and that we've now sold more than 30 million units through to consumers worldwide. Everyone who wants a PS5 should have a much easier time finding one at retailers globally
starting from this point forward. With PSVR 2's launch around the corner and blockbuster games like Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, and Marvel's Spider-Man 2 coming to PS5 later this year, it's never been a more exciting time to be part of the PlayStation community. Thank you. Thank you, James. It is exciting to see new ways to engage in the virtual world for all users. And we are aiming to further expand our reach. The metaverse is a new space for people to connect with. Also, diese Stadiumgeschichte sah echt super lame aus, ja. Die war furchtbar. And network technology. Likewise, mobility is being enhanced by these same technological advancements, allowing the creation of an evolved space. So, ich drehe ihm mal den Hahn ab. Ihr könnt ja sehen, was sie sagen, ja. Das ist ja als Text da. Also kurze Zusammenfassung. Gran Turismo wird es als freies Update für VR geben. Ganz große Nummer, ja. Finde ich super essential für die PlayStation VR 2. Das wird Headsets verkaufen. Es gibt Leute, die werden sich nur das holen und das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Beat Saber überrascht mich, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Beat Saber gehört jetzt Meta, haben sie offensichtlich einen guten Deal gemacht. Als er das angekündigt hat, ja, eine VR maßgebliche Marke, dachte ich original für einen Moment, er meint Half-Life Alyx, kein Scheiß. Jetzt ist es Beat Saber. Gut, mich privat interessiert das gar nicht, aber ist doch schön. Verrückt, okay. Sie beschäftigen sich jetzt mit anderen Sachen, deswegen mache ich jetzt hier schon mal mein Fazit zu der Nummer. Es ist so lustig, Leute, ja. Also, man hat ja immer hohe Erwartungen. Ich halte die aber schon immer low bei Sony mittlerweile, ja. Und sie haben jetzt so gerade so wieder abgeliefert, ja. Also, ich bin heilfroh, dass es Gran Turismo gibt für VR. Das finde ich wirklich, wirklich fantastisch. Auch wenn es mich privat gar nicht so sehr schert. Ich werde es lieben, ich weiß es. Wir werden endlich zusammen in VR wieder fahren können, wie damals in, wie hieß das, Drive Club. Ja, das freut mich wirklich. Aber privat als Spieler ist mir das echt ein bisschen egal, auch Beat Saber. Aber die beiden Marken sind gut, dass sie da sind dann für PlayStation VR. Ja, gerade Beat Saber ist für die Casuals halt das Ding. Das ist fantastisch. Und es zeigt ja, dass das Sony tatsächlich so Sachen macht, wie zu Meta zu gehen und Deals zu machen. Das ist eine gute Geschichte. Also, sie sind hinterher. Ich wäre jetzt aber richtig aus dem Häuschen gewesen, wenn sie noch eine Marke mehr gezeigt hätten. Ja? Noch einen großen Titel. Eine Ankündigung mehr. Wenn sie noch gesagt hätten, pass auf, wir zeigen euch nochmal, dass uns das wirklich wichtig ist. Wir haben irgendeins unserer großen First-Party-Studios noch an etwas gesetzt. Da ist was in Arbeit oder so. Das hätte mich dann heute vollkommen abgeholt. So ist es wieder, ja geil. Okay, wenigstens das. Na gut. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Komm, schreibt mal rein. Ja, Schocki ist mit GT zufrieden. The Last of Us Feuer. Mr. Fox will Last of Us. Ja, wir dürfen halt nicht zu viel erwarten. Das ist immer unser Problem. Ne? Wir wollen immer alles und kriegen nur ein bisschen. Beat Saber ist halt sehr verbreitet und Meta braucht auch Kohle. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom Meta, wenn sie es so handeln. Also Kohle brauchen die von den paar Leuten, die das dann auf der PlayStation kaufen, nicht. Ja. Aber wir haben ja mittlerweile gelernt, dass Sony einfach keine Veranstaltung macht, wo sie alles zeigen, sondern immer Stückchen. Ja? Und dieses kleine Kuchenstückchen fand ich jetzt wieder gut. War okay. Nochmal gut, dass sie es vom Launch gemacht haben. Es sind einfach zwei wichtige Sachen. Gran Turismo ist super wichtig, finde ich. Das fand ich in der letzten Generation extrem enttäuschend.
Und diesmal konnten sie offensichtlich das Studio davon überzeugen, dass sie mal VR-Support reinbauen. Ja, aber Matze schreibt, nur für GT7 ist ein teurer Spaß. Aber Matze, es gibt so Sim-Racing-Leute, denen ist das alle Male das Setup wert, ja. Das gibt Menschen, die kaufen sich auf dem PC dafür Geräte für mehrere Tausende Euro. Und eine PlayStation 5 mit einer PSVR 2 und dann vielleicht noch so ein gutes Lenkradding. Das ist dann quasi der perfekte Gran Turismo Immersionssimulator. Also das ist gut. Und das Ding wird ja auch gepflegt und ständig geupdatet und so. Das ist eine tolle Geschichte. Die machen das, weil sie Geld dafür wollen, nicht zum... Was? Also, dass die Leute damit Geld verdienen wollen müssen, das ist die treibende Kraft. Volker, ja, Resident Evil kriegst du ja. Resident Evil 8 und irgendwas mit Resident Evil 4 Remaster gibt's ja. Mehr Resident Evil gibt's auf keiner Plattform, ne? Also den Remaster von Resident Evil 4 auf der Quest, das ist ja nett. Aber ich denke mal, sowas wie Resident Evil 8 in VR ist halt noch eine ganz andere Hausnummer, ne? Also Resident Evil-Liga wird's nicht als auf der PlayStation VR 2 und 1 auch. Ja, und wie gesagt, wir unterschätzen das vielleicht, aber Beat Saber ist auch einfach eine gute Ansage, ja. Und lest zwischen den Zeilen, seht da mal dahinter, es ist mehr als nur das Spiel. Ja. Vielleicht hat Sony mit Meta auch komplexere Deals. Ihr wisst ja, dass auch Vader Immortal für PlayStation 1 rausgekommen ist. Und dieses Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Vielleicht kriegen wir auch das Assassin's Creed oder so ab, nach einer Zeitexklusivität für die Quest. Don't know. Oder wie heißt denn das Studio, das Lone Echo gemacht hat? Genau, das Studio, das Lone Echo gemacht hat. Die sitzen jetzt ja garantiert an einem Quest 3 Titel, hoffe ich. Ja, alles andere wäre Irrsinn. Vielleicht gibt es da Deals. Vielleicht kommt sowas dann auch auf die PSVR 2. Wir wissen es noch nicht. Na gut. Lassen wir es dabei. Freuen wir uns noch über das Auto hier? Yay, ein Auto. Ich glaube, es ist okay, ne? Wir können jetzt einpacken. Es war eine 3 oder 4 Minuten Sequenz zur PlayStation VR 2. Das hier ist aber auch die Konferenz von Sony, nicht von PlayStation, sondern von Sony insgesamt. Warte mal, da im Hintergrund kommen lauter Spiele. Man kann sich denn die Filme im Auto angucken, oder was? Nee, ist eine PlayStation 5 im Auto eingebaut. Yay. Du kannst ja noch ein bisschen laufen lassen. Ich habe Zeit, noch ein bisschen. Wir werden gleich, um 10 Uhr starten wir auf eine Tour. Achso, nee, 10 Uhr ist perfekt. Ich kann jederzeit aufhören. Ich glaube, das Wesentliche ist passiert. Alles ist gepackt? Was? Deine Sachen gepackt? Ja, alles perfekt. Bis dahin ist ja noch 20 Minuten. Hast du die Bürste für die Elefantenwäsche eingepackt? Ich habe die Bürste für die Elefantenwäsche eingepackt, ja. Eieieiei, meine Güte. Stifler, ich weiß nicht, ob... Nein, das stimmt einfach nicht. Wenn du die Resident Evil 8 Version von der PlayStation 4 hast, dann kriegst du kostenlos das Update für die PS5 VR Version von Resident Evil 8. Gott, das wären so viele Nummern. Und ich gehe davon aus, dass es bei Gran Turismo genauso ist. Egal welche Version von Gran Turismo du hast, du wirst das VR Update dann bekommen.
kostenlos. Ja, man redet von 8 bis 10 Stunden Riser. Egal. Leute, tatsächlich, also, irgendwelche Leute sind immer happy, irgendwelche Leute sind immer total unglücklich, weil ihr Lieblingsspiel nicht in VR kommt. Können wir nichts machen. Wir können nur hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr solche Momente mehr kriegen. Ja? Ich lerne langsam damit zu leben, dass wir einfach kein komplettes Line-Up präsentiert bekommen, sondern immer, hallo, es gibt noch weitere 2 Titel. Das ist einfach mal so. Ja, ich werde jetzt auflegen. Wie gesagt, wir werden gleich abgeholt. Wir haben heute eine Tour in Bali, ja, mit einer sehr netten Dame, die spricht Deutsch, ist aber Balinesin mit einer deutschen Mutter. Und wir werden ziemlich verrückte Sachen machen. Wir besuchen jetzt einen Originalmarkt hier in Bali, den normalerweise nur Balinesen besuchen. Und danach, kein Scheiß, heute werden wir tatsächlich Elefanten waschen. Ja, das kann man sich buchen. Das muss ihr unbedingt mal mitmachen. Ich mache normalerweise nicht so alberne Touristensachen, aber... Gerettete Elefanten, bitte. Ja, gerettete Elefanten übrigens, die auch frei gehalten werden. Ja, die sind irgendwie angekettet oder so Kram, das war uns alles wichtig. Und danach machen wir noch irgendwas. Ich weiß gar nicht was. Also heute wird es eine Tour. Gestern haben wir auch schon so eine Guided Tour gemacht. Das war absolut fantastisch. Und ja, ich mache jetzt mal weiter Urlaub, Leute. Macht mit den Informationen, was ihr denkt. Ich finde es richtig gut, was sie jetzt gezeigt haben. Ich hätte mir auch noch mehr gefallen lassen, aber das passt schon. Bis dann, Spontaner. Denkt an die Däumchen unter den Videos und alles andere klären wir dann in den nächsten 1,5 Monaten, bis die PlayStation VR 2 rauskommt. Ich würde sagen, ihr geht jetzt mal ins Bett, bei euch ist ja irgendwie nach 2 Uhr jetzt, ne? Ihr müsst morgen früh raus. Husch, husch. Jetzt.